Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres ITS-Podcasts. Mein Name ist Tobias Broskowski und ich bin Key Account Manager hier bei ITS Hamburg 2021. Wenn wir uns über Innovationen in der Mobilität und Logistik unterhalten, kommen sie schnell zur Sprache. Die Rede ist natürlich von Startups, junge Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen und oftmals auch einer völlig neuen Technologie und einer anderen Firmenkultur. Und diese Unternehmen prägen unsere Städte zunehmend. Denn wir müssen uns noch einmal bewusst machen, wie viele Anbieter von Mobilitätslösungen, die wir heute als selbstverständlich betrachten, vor wenigen Jahren noch gar nicht gegründet waren. Warum das so ist und welche Chancen, aber auch Risiken der Transportsektor für Startups bietet, darüber möchte ich heute sprechen und bin daher sehr froh, dass wir Dominik von dem Startup Veomo und Annabelle vom Digital Hub Logistics hier in Hamburg zu Gast haben. Willkommen im Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hi, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Super. Lass uns mal mit dir starten, Dominik. Gib uns doch einfach mal einen Einblick in dein Startup oder in euer Startup Veomo. Was genau macht ihr eigentlich? Ja, hi. Wir haben vor 2,5 Jahren unser Startup Veomo gegründet. Das heißt, ich und mein Mitgründer Stefan. Und wir sind die ganze eine Generation noch nie ein Auto besessen hat und haben gesehen, dass der Trend immer weiter wächst, gerade mit immer mehr Lösungen, die eben auf den Markt kommen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute gar nicht wissen, welche Alternativen sie zu ihrem Auto haben. Das heißt, viele greifen einfach immer zum Auto zurück, weil sie es eben so gewöhnt sind, Tag für Tag zur Arbeit zum Beispiel zu fahren mit dem Auto. Und deswegen haben wir uns als Aufgabe oder als Mission gesetzt, eben Bewusstsein zu schaffen für all diese neuen Dienste. Und auf dem Markt gibt es schon einige Apps, die multimodale Daten anzeigen. Für uns ist jedoch eine App noch immer eine große eine Hürde. Man muss sie dann runterladen, man muss sich damit beschäftigen, man muss ein Ziel eingeben. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, eine Lösung weiterzuentwickeln, die wir schon alle kennen. Und das ist eine Abfahrtstafel. Jeder von uns kennt eine Abfahrtstafel von einer Bushaltestation oder U-Bahn-Station. Nur, dass wir diese Abfahrtstafel mit allen Mobilitätsinformationen an diesem Standort anreichern. Das heißt, man kann auch sehen, wie weit ist das nächste Carsharing entfernt, wie lange muss ich auf meinen nächsten Ride-Hailing-Dienst warten, gibt es Carpooling-Lösungen an meinem Standort oder auch einfach nur zu sehen, wie ist denn gerade die Verkehrssituation. Und diese Informationen zeigen wir an hochfrequentierten Orten, an Bildschirmen, wie zum Beispiel in Einkaufszentren, Bürogebäuden, Messen und Flughäfen. Genau. Okay, interessant. Annabelle, um dich auch ins Gespräch zu holen, der Digital Hub Logistics ist bei Startups, zumindest in Hamburg, vielleicht ja auch darüber hinaus, können wir ja gleich nochmal Dominik fragen. Ich glaube, ihr sitzt in München, Dominik, richtig? Genau, das ist richtig. Genau, ja, also ist auf jeden Fall ja bei Startups hier in Hamburg eine bekannte Adresse. Doch für alle Zuhörer, die bisher jetzt noch nichts von euch gehört haben, was macht ihr genau im Digital Hub und warum habt ihr eigentlich ein gutes Händchen für Startups? Ja, hi erst nochmal von mir. Also der Digital Hub Logistics in Hamburg, der ist im Grunde genommen ein Innovationsökosystem für sämtliche Unternehmen, die irgendwas mit Logistik zu tun haben. Das heißt, wir haben jetzt momentan rund 70 Startups bei uns im Netzwerk, 20 schon etwas etabliertere Unternehmen und dann noch ein paar weitere Netzwerkpartner, wie zum Beispiel Universitäten oder auch städtische Institutionen, vor allem eben von der Stadt Hamburg selbst. Und im Grunde genommen versuchen wir durch verschiedene Feature eine Art Spielplatz zu bieten für diese Unternehmen in unserem Netzwerk, sodass die sich dann alle Sachen und Tools rauspicken können, die sie brauchen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Und das heißt bei uns vor allem digitaler zu machen und nachhaltiger zu machen. Und das geht zum Beispiel, indem wir Coworking Spaces anbieten, einfach ganz basic, sage ich mal, dass die hier vor Ort arbeiten können. Das geht aber auch durch verschiedene Arten von Events, die wir veranstalten oder dann auch ein bisschen themen- und projektspezifischer, dass wir Partner über einen längeren Zeitraum hinweg auch wirklich bei ganz konkreten, individuellen Problemen begleiten und dort versuchen, Inputs zu geben, die richtigen Leute miteinander zu connecten, ihnen vielleicht mit Workshops auch ein bisschen mehr bei dem Brainstorming, bei der Ideengenerierung zu helfen. Und genau, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Tools und Features, die wir anbieten, damit die richtigen Leute im Endeffekt dann zusammenfinden. Und ich glaube, das kommt eben auch bei den Startups natürlich sehr gut an. Klasse, ja.
Und ihr seid ja jetzt auch beim ITS Weltkongress dabei. Magst du uns noch mal kurz einen Einblick geben, was ihr da eigentlich macht? Was ist eure Rolle bei dem ITS Weltkongress dieses Jahr? Also da machen wir zusammen mit dem Digital Hub Mobility aus München, organisieren wir eine ITS Future Startup Area, nennt sich das. Das heißt, das ist innerhalb der Ausstellungsarea des Kongresses, haben wir nochmal mehrere hundert Quadratmeter, auf denen eben explizit die vielversprechendsten Startups bis zu 60 an der Zahl ausstellen dürfen und dort die ganze Woche eben über sowohl einfach ihre Produkte und Services präsentieren dürfen, aber auch in einem gewissen Rahmenprogramm, was noch daneben herläuft, parallel dann eben sich vorstellen dürfen, den Zuschauern sich vorstellen, ihre Ideen präsentieren, an Panel-Diskussionen teilnehmen und so auf sich aufmerksam machen und versuchen, Kunden und Investoren zu gewinnen. Mhm. Klasse. Okay. ITS und ich meine auch das Thema Intelligent Transport Systems, ich bin ja in dem Sektor jetzt auch schon länger tätig, ist ja irgendwie immer ein bisschen sperriger Begriff. Und ich würde ihn jetzt gerne mal mit euch ein bisschen mit Leben füllen. Und daher erstmal nochmal eine Frage an dich, Dominik. Euer Produkt lebt ja davon, dass ihr euch auch auskennt, sage ich mal, im Mobilitätsökosystem. Ihr kennt die Player, ihr wisst, wie sie funktionieren, ihr wisst, ihr macht sie visibel ja letztlich, so wenn ich das verstehe. Wie sieht denn für dich oder auch für euch bei Veomo ein intelligentes Mobilitätsökosystem in Städten aus? Und wie können wir dahin kommen, intelligenter zu werden? Also, wie vorhin schon erwähnt, das Angebot und die Vielfalt wird ja immer größer. Wenn wir jetzt einfach mal so 20 Jahre irgendwie zurückschauen, da gab es schon die ersten Caller-Bikes, die man irgendwie übers Telefon anrufen konnte, um sich irgendwie so ein Fahrzeug oder so ein Fahrrad freizuschalten. Ne? Also man denkt einfach nur das Angebot, es gab einfach nur Bike-Sharing und man denkt natürlich auch an die User-Experience. Es gab dieses Telefon, das man benutzen musste, um da anzurufen, um das Fahrrad frei zu bekommen. Und wir sehen einfach, wie einfach digitale Technologien den Zugang vereinfachen. Also erstmal durch eine App, die sehr schlank ist, die Anmeldeprozesse, auch DriveNow zum Beispiel vor 10 Jahren, man hat noch sich so einen Chip holen müssen bei Sixt, der wurde auf den Führerschein irgendwie geklebt. Und jetzt kann man schon seinen eigenen Führerschein scannen und hat einen Zugang innerhalb von ein paar Minuten. Das heißt, intelligenter bedeutet auch, die Nutzererfahrung muss einfacher werden. So bekommen wir immer mehr Menschen rein. Ja. Nichtsdestotrotz, Intelligenz bedeutet auch eine einheitliche Datenbasis zu haben. Und davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Also wir haben auf der einen Seite ja neue Mobilitätsdienste, aber auch traditionelle. Und die traditionellen, der ÖPNV, Fernverkehr, die leisten ja einen großen Beitrag zur Mobilität. Das ist der größte Sharing-Anbieter überhaupt. Und wenn wir uns die unterschiedlichen Städte anschauen, gibt es einfach noch keinen richtigen Datenstandard, wie man zum Beispiel Daten auch verteilen kann. Wer bekommt Echtzeitdaten? Es gibt auch viel Silo-Denken. Also manche ÖPNV-Betreiber wollen die Daten nur für sich haben. Natürlich bedeutet es auch viel Kosten, diese Daten zu verteilen. Und ich glaube, wenn wir es hinbekommen, dass wir erstmal einen einheitlichen Standard haben und auch die Technologie ermöglichen, Daten kostengünstig zu verteilen an verschiedene Player und alle Dienste miteinander zu verbinden, ne, dann kommen wir auf jeden Fall in Richtung intelligente Systeme. Weil dann können wir auch viel mehr lernen, wie sind denn überhaupt die Wege der Menschen und was brauchen die. Gerade ist es noch, glaube ich, aus unserer Sicht eine große Blackbox. Ja. Okay, also ich sehe schon die großen Herausforderungen, vor allem tatsächlich eher eine Kooperationsfrage, gar nicht so richtig technologische Themen, richtig? Sowohl als auch. Also okay. Wenn wir zum Beispiel den ÖPNV anschauen, irgendwo muss ja auch das Kapital herkommen, zu sagen, ja, wir wandern jetzt mit unseren Daten auf AWS oder vielleicht auf irgendeine andere Plattform und werden dadurch kostengünstiger. Man braucht das Know-how, wer kümmert sich um die ganzen Server. Schnittstellen müssen erneuert werden. Genau, also sind, glaube ich, viele auch technische Fragen, aber natürlich auch die Kooperation und dieses Silo-Denken muss aufgebrochen werden. Und das kann natürlich auch auf der einen Seite über staatliche Regulierungen funktionieren, dass der Staat sagt, zum Beispiel der ÖPNV muss langsam seine Daten, ja, Silos öffnen. Aber es kann auch natürlich dadurch passieren, dass sich am Ende nur 4 Player durchsetzen, gerade im neuen Mobilitätsbereich. Also wenn wir sagen zum Beispiel Sixt, Uber oder ShareNow, werden es am Ende schaffen, multimodale Daten anzubieten oder Lösungen, dann brauchen wir eigentlich nicht dieses Booking, was wir von der Hotelindustrie kennen. Klar.
Okay, wie ist es bei dir, Annabelle, aus deiner Sicht und gerade auch mit deinem Insiderwissen der zahlreichen Startups, die ihr im Hub habt? Welche Trends beobachtest du momentan im Bereich ITS, Mobilität, Logistik, wenn ich das mal so breit jetzt fassen darf? Und was sind gerade die Themen, mit denen sich Startups eigentlich vor allem befassen? Wo liegen die Potenziale? Mhm. Also da kann ich eigentlich an das, was Dominik gesagt hat, auf jeden Fall anknüpfen. Das ganze Thema Shared Services, das ist ja schon seit längerer Zeit ein Thema und das wird sowohl im Bereich der Mobilität eben weiter ausgebaut mit Carsharing, Carpooling, alles, was es da gibt, aber auch eben in der Logistik, mit der wir uns ja ein bisschen mehr noch beschäftigen. Also selbst da sieht man zum Beispiel das Konzept der Microhubs innerhalb von Städten, um die letzte Meile ein bisschen schlanker zu gestalten, dass man da verschiedene Waren von verschiedenen Anbietern auch poolt und von dort aus dann gesammelt zum Beispiel ausliefert. Auch das ganze Thema letzte Meile ist bei uns, wird immer modularer, habe ich beobachtet. Das heißt, man plant nicht mehr in Lkw-Größe, sondern man plant maximal in Palettengröße oder in Lastenradgröße inzwischen oder in sogar Drohnengröße, Drohnenladungen und guckt, wie kann man dann möglichst modular und agil und customer-zentriert quasi die Ware an den Mann bringen oder an die Frau. Ja. Genau, Plattformen sind natürlich seit vielen Jahren auch ein Dauerbrenner und was jetzt seit leider erst so 1-2 Jahren wirklich viel, viel mehr zunimmt, ist eben Nachhaltigkeit natürlich auch. Also alternative Antriebe, CO2-Tracking, Kompensationsleistungen, Routenoptimierung, all das spielt eine große Rolle. Ja. Ja, ein ganz spannendes Thema. Ich musste da gerade dran denken, weil du gesagt hast, dass man von den Lkw-Größen auf kleinere Transportgrößen umsteigt im Logistikbereich. Und ich musste daran denken, ich habe mir vor so 3 Wochen ungefähr ein neues Fahrrad bestellt online und mein Fahrrad wurde in einem Fahrrad geliefert. Das fand ich total cool. Also das war im Endeffekt ein recht großes Lastenrad mit einem großen, ja, gar nicht ein Anhänger, das war integriert, eine recht große Box hinten. Und dieses Fahrrad hat Fahrräder ausgeliefert. Und das war so ein Moment, wo ich sagte, ja Mensch, kommen wir doch voran. Also das fand ich echt cool, muss ich sagen. Aber ich schweife gerade ein bisschen ab. Dominik, ich würde gerne nochmal auf euch und eure Idee der Touchpoints, der Mobilitäts-Touchpoints, nenne ich das jetzt einfach mal, zu sprechen kommen. Warum geht ihr so ein bisschen gegen den Trend, sage ich mal, dass ja eigentlich alles in dieses Device, was wir in der Tasche haben, das Smartphone, dass da alles reinwandert? Also warum sagt ihr, nein, wir brauchen wirklich noch diese Anzeigetafeln, wir brauchen wirklich, oder gerade jetzt diese Anzeigetafeln und diese physischen Infrastrukturen? Dafür gibt es 2 Gründe. Auf der einen Seite ist natürlich dieser ganze App-Markt ist sehr überhäuft. Es gibt sehr viele Anbieter. Man muss von der User Experience wieder etwas installieren, sich damit auseinandersetzen. Wir denken, dass wir durch eine Software, die sehr präsent ist, an hochfrequentierten Orten mehr Leute erreichen können und mehr Bewusstsein schaffen können für Alternativen, als wieder eine App von vielen zu sein. Das ist, glaube ich, der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass wir durch unseren Ansatz eine sehr, sehr hohe Transparenz an Mobilitätsmöglichkeiten anzeigen können. Also was wir vorhin besprochen hatten, war ja, wie kommen wir denn wirklich an die Daten, wenn wir jetzt auf Mobilitätsanbieter zugehen würden und sagen würden, ja, wir bauen jetzt eine App mit einer Buchung und wie auch immer, würde es dann im Endeffekt bedeuten, wir gehen in den Wettbewerb mit den einzelnen Mobilitätsanbietern und nicht in die Kooperation. Weil was würde es bedeuten für einen Mobilitätsanbieter, wenn wir jetzt die App für die Mobilität der Zukunft wären, dann wären die eigentlich nur noch der Hardware-Lieferant in unsere User Experience. Und dadurch schaffen wir eine wirklich große Transparenz. Also es gibt kaum, mir fällt jetzt kein Anbieter ein, den wir nicht auf unseren Informationsanzeigetafeln anzeigen können. Also es gibt es nicht. Wenn wir uns zum Beispiel Yelby anschauen, aber auch die Switch-Apps, es gibt immer Anbieter, die nicht auf diese Plattform kommen wollen. Und das existiert bei uns nicht. Also wir können wirklich alle anzeigen. Und was wir auch noch machen können ist, und da sehen wir auch gerade einen Trend, gerade Gebäude oder auch Unternehmen bieten immer mehr exklusive Mobilitätsdienste für ihre Mitarbeiter, für die Besucher an, eigene Shuttle-Services. ITS ist ein perfektes Beispiel. Es gibt eigene Shuttle-Services, die auf einmal von A nach B fahren, nur für die Besucher. Und so können wir nochmal exklusive Angebote auch noch mit anzeigen. In der App wäre das dann wieder eine eigene Lösung für etwas anderes. Und glaubst du, dass es bei euch auch interessant
sein könnte, oder plant ihr das vielleicht sogar in der Zukunft auch, diese Touchpoints interaktiv zu gestalten? Also sprich, irgendwie validiert eine Art von Buchung auch möglich zu machen, oder wollt ihr euch wirklich auf die Darstellung erstmal beschränken? Wir wollen uns auf jeden Fall auf die Darstellung beschränken. Wir müssen natürlich auch nochmal betrachten, welche Mobilitätsdienste kann man denn über einen Touchpoint buchen. Sehr viele sind personenbezogen, also wenn zum Beispiel an Carsharing denken oder auch an Bikesharing. Der einzige Dienst, den man vielleicht über einen Touchpoint bestellen könnte, wäre ein Taxi. Da gibt es ja zum Beispiel Taxi-Butler im Hotel, man klickt einfach drauf und das Taxi weiß, wo er jemanden abholen soll. Sowas könnte man sich natürlich vorstellen, darüber haben wir überlegt. Aber wir denken, auf der anderen Seite ist auch sehr wichtig für ein Startup, nicht zu viele Dinge einfach zu machen, sondern sich auf ein Thema zu fokussieren, was richtig hinzubekommen und skalierbar zu machen. Und sobald das funktioniert, kann man über weitere Features denken. Die Zeit, also wir haben ja vor 2,5 Jahren sind wir gestartet, und allein in diesen 2,5 Jahren hat sich so viel verändert. Das heißt, es ist jetzt schwer zu sagen, ja, was passiert denn in den nächsten 2-3 Jahren? Welche Player wird es überhaupt noch auf dem Markt geben? Wie wird sich dieser ganze Markt auch aggregieren? Und deswegen glaube ich, sollten wir als Startup immer den Moment nutzen und verstehen, was gerade passiert, als jetzt wirklich 10 Jahre vorauszuschauen und etwas jetzt anfangen zu entwickeln, was vielleicht gar nicht gebraucht wird in ein paar Jahren. Annabel, ist das etwas, was du teilen würdest? Sind das Erfahrungen, die du bei der Zusammenarbeit mit Startups oft machst? Also, dass die vielleicht gar nicht so viel am Anfang auf einmal machen sollten oder gar nicht so viel auf einmal wollen sollten, sondern sich eben auf essentielle, sehr spitze, sage ich jetzt mal, Dinge zu beschränken? Auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch die Gefahr, dass das jetzt nur meine Filterbubble ist, aber ich nehme schon wahr, dass das Startup-Leben und Entrepreneurship, das ist sehr in momentan und jeder möchte irgendwie in diesen Kosmos rein und dann läuft es ganz schnell auf so eine Art Buzzword-Bingo hinaus und jeder sagt auf einmal, ja, ich kann Apps, ich kann KI, ich kann Blockchain, ich kann dies und das. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt und sagt, aber was macht ihr denn konkret? Was in einem Satz dargestellt? Was ist euer Produkt, eure Leistung? Dann wird es manchmal ein bisschen schwammig. Und deshalb finde ich den Ansatz von Dominik auf jeden Fall richtig und gut zu sagen, nee, wir machen genau das und alles andere kann ja später kommen. Aber momentan ist das hier unser USP und damit starten wir durch. Denn genau, ansonsten glaube ich, kann man vielleicht noch so am Anfang gewisse Förderungen mitnehmen. Ich glaube, dafür gibt es momentan relativ viele Angebote in Deutschland, Exist-Stipendien, was auch immer. Aber die Schritte danach, die können dann ganz schnell sehr, sehr schwer aussehen, wenn man dann versuchen möchte, Investoren zu finden. Und auf einmal hat man eine riesige Konkurrenz und alle stehen vorne auf der Bühne und pitchen genau das Gleiche. Ja. Oder man sich einfach auch so ein bisschen in der Komplexität verliert, ne? Also was man wissen will. Ja, okay, verstehe. Ja, super. Ich denke, ich würde da gerne noch was hinzufügen. Also es geht ja nicht nur um die Produktentwicklung, auf die man sich fokussieren sollte, sondern auch wirklich auf den Kunden. Und am Anfang haben wir unsere Lösung so an ziemlich alle Unternehmen verkauft, die wir uns halt vorstellen könnten. Wir hatten es bei der Messe München, am Flughafen München, Wohnimmobilienbereich, Gewerbeimmobilienbereich. Also es war sehr breit gefächert. Und wir haben jetzt einfach das größte Segment, die Immobilienbranche, gesehen. Weil die größte Mobilität geht eigentlich von irgendwie, ich fahre von zu Hause ins Büro, vom Büro zum Bahnhof. Also es sind immer irgendwie Gebäude. Das Extremum ist natürlich Dubai, wo ich gar nicht draußen unterwegs bin, weil es so heiß ist. Aber 80% der Mobilität ist irgendwie zwischen Gebäuden. Und wir denken, dass auch diese Mobilitätswende einen sehr hohen Einfluss haben wird auf, wie wir Wohnungen und Gebäude nutzen. Also nicht nur Mobilität, sondern auch Arbeitswelten. Wenn wir allein überlegen, wenn neue Gebäude gebaut werden, und da gibt es ja auch einige in Hamburg, was die noch für Stellplätze bauen, wie viele Ressourcen das bedeutet. Die bauen da irgendwie 50 Meter unter der Erde noch irgendwie hunderte von Stellplätze. Und wenn der Trend jetzt wirklich dahin geht, dass wir eben diesen Individualverkehr minimieren wollen, was machen wir mit dieser ganzen Ressource Stellplätze? Und das merkt auch die Immobilienbranche und sucht aktiv nach Lösungen, weniger Stellplätze zu bauen, nachhaltige Gebäude aufzustellen, vernetzter zu sein, attraktivere Standorte zu erschließen durch Mobilitätslösungen. Und das ist unser Kernsegment gerade. Aber wir merken auch, dass der ÖPNV immer mehr nach multimodalen Lösungen sucht, um die Nutzererfahrung zu stärken, um nicht abgehangen zu werden von eben neuen Diensten. Ja, genau. Ja, das kann ich absolut teilen. Das ist auch tatsächlich bei uns im ITS-Sektor ein ganz bemerkenswerter Trend, dass wir eben zunehmend auch kontaktiert werden von Immobilienentwicklern, von oder Stadtquartiersentwicklungsunternehmen,
die sich wirklich fragen, Mensch, wie binde ich eigentlich so ein Quartier heutzutage intelligent an oder die auch wirklich auf der Genau. Suche sind, was wird denn passieren, weil natürlich so ein Quartier oder so ein Wohnviertel wird für Jahrzehnte geplant. Das heißt, es ist völlig logisch, dass man jetzt schon danach guckt, was ist eigentlich in 10, 20 Jahren Status quo. Also eigentlich eine ganz spannende Entwicklung und schön, dass also ich nehme es zumindest wirklich so wahr, dass da auch viel Interesse aus dem Bereich kommt. Also teile ich absolut. Ja. Klasse. Vielen Dank soweit erstmal für den spannenden Einblick. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich mit euch jetzt nochmal eine ganz kurze kleine Abschlussrunde machen und euch nach eurer persönlichen Mobilität fragen. Also wie sieht eigentlich eure persönliche Mobilität heutzutage im Alltag aus und was wünscht ihr euch auch für Mobilitätsmöglichkeiten in der Zukunft? Annabelle, starten wir mal dieses Mal mit dir. Also ich muss sagen, innerhalb der Stadt hier in Hamburg mache ich alles mit dem Fahrrad. Ich habe noch nicht mal mehr ein Öffi-Ticket inzwischen, muss ich sagen. Als Student ist selbst das ja manchmal dann doch teuer. Wenn ich dann mal was brauche, was ich transportieren muss, dann miete ich mir ein Miles, heißt das ja hier in Hamburg oder eben andere Carsharing-Angebote, miete mir das für 2, 3 Stunden und mache dann damit alles, was ich muss. Genau, das ist eigentlich so das Optimale für mich. Ich vermisse da auch überhaupt nichts. Und würde mir auch wünschen, dass das noch viel, viel weiter ausgebaut wird. Was Dominik gerade gesagt hat mit den Plätzen, die frei werden oder wenn man sich vorstellen würde, dass die ganzen Straßen und Parkplätze und so frei würden für beispielsweise Grünflächen, dann auch hin zum Thema Nachhaltigkeit eben gerichtet oder andere Flächen, die die Menschen für ihre Aktivitäten und ihre Freizeit nutzen können. So stelle ich mir eben dann das Hamburg oder das Europa der Zukunft vor. Wo man ganz easy auf Bedarf Sachen, also seine Mobilität planen kann und bestellen kann und so schnell wie möglich von einem Ort zum anderen kommt und das aber günstig und sicher und CO2-neutral und dafür dann aber mehr Platz innerhalb der Stadt hat. Mhm. Bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Also ich bin sehr, sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, auch oft im Winter. In München kann der Winter auch sehr weiß sein und kalt. Aber dann greife ich zurück auf den ÖPNV. Es gibt auch immer wieder die Situation, wenn das Fahrrad kaputt ist, dass ich den ÖPNV nutze. Aber ich bin auch angemeldet bei allen anderen Diensten. Es kommt auch immer wieder vor, dass ich auch intermodal unterwegs bin. Das heißt, ich nehme mir einen E-Roller und fahre bis zur nächsten U-Bahn-Station oder auch zum nächsten Carsharing, wenn ich zum Beispiel auch eine Langstrecke habe. Das heißt, ich nutze alle Lösungen und das Besondere ist bei uns auch jetzt das mit dem Mobilitätsbudget. Also alle unsere Mitarbeiter haben ein eigenes Mobilitätsbudget bekommen. Ja. Sollen aktiv Dienste nutzen, um zu verstehen, wie sich auch die Dienste weiterentwickeln mit der Zeit. Das ist super spannend und da können wir auch dann unser Budget verteilen auf Scooter, Autos und auf Ride-Hailing-Dienste. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist natürlich jetzt nur für die Stadt München gedacht. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg oder in anderen Großstädten genau ist natürlich die Infrastruktur für Fahrräder oder allgemein Mikromobilität. Die ist teilweise noch schlecht und ab und zu gefährlich. Aber es ist, glaube ich, auch verglichen mit anderen Ländern jammern auf hohem Niveau. Aber man kann natürlich da viel verbessern, wenn wir uns mit Amsterdam oder Kopenhagen irgendwie vergleichen. Da gibt es auf jeden Fall noch genug Verbesserungspotenzial. Und auch, was du vorhin angesprochen hast, Annabelle, mit den Stellplätzen und wie wir die anders nutzen könnten. Mir würde schon ausreichen, wenn wir Stellplätze für Fahrräder hätten. Also bei uns, meine Straße ist voll geclustert mit Fahrrädern, die auf dem Weg stehen, weil sie keinen Platz haben, irgendwo abgestellt zu werden. Und parallel dazu sieht man, wie manche Autos sich gar nicht 2 Wochen lang nicht bewegen. Also die stehen dann einfach da, man kriegt für 50 € ein Jahresticket, stellt das Fahrzeug da ab und benutzt es gleich einmal im Monat, um an den See zu fahren. Und das finde ich sehr, sehr schade. Genau. Das stimmt. Absolut. Ja, klasse. Herzlichen Dank dann an euch beide, Dominik und Annabelle, für dieses Gespräch. Mir bleibt jetzt nur noch auf die nächste Folge hinzuweisen, die hier nächsten Monat an gleicher Stelle abrufbar sein wird. Ich sage hiermit erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.